Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und heute bin ich als Gaststemplerin bei Case dabei. Nach diesem Motto Case, Copy and Share Everything, auf Deutsch kopiere und teile alles, zeigen Angela von der Stempelfamilie und Karin, die Nordsee-Stemplerin, Kartentechniken von A bis Z. Heute ist der Buchstabe D dran. Und da Karin gerade eine kleine Auszeit macht, darf ich diesen Buchstaben übernehmen. Das geht so, dass jede der anderen eine Karte schickt. In diesem Fall habe ich eine Drehkarte bekommen und die wird dann nachgebastelt bzw. mit eigenen Ideen umgesetzt. Das hier ist mit den Stanzformen von Stampin' Up, finde ich total toll. Richtig schön gemacht von Angela. Habe ich auch schon einiges mitgemacht, macht richtig viel Spaß. Und meine Idee war, das Ganze ein bisschen größer umzusetzen. Ist dasselbe Motto, nur ohne diese Stanzform. Genau. Das Video von Angela verlinke ich am Ende meines Beitrages. Und noch mehr Ideen zu Drehkarten findest du in der Beschreibung. Und dann fangen wir doch mal an. So, diese Drehkarte war meine Vorlage. Wie gesagt, ich wollte was etwas Größeres machen und habe es ein bisschen anders umgesetzt. Das ist eine Karte in 14×14. Und ich habe die Hummeln aus dem Mini-Katalog, aus dem aktuellen genommen, weil die sind so cool, finde ich. Honigsüß. Stempelset, Stanzform, Papier. Total viel dabei, richtig niedlich. Ja, und ich finde die einfach nur niedlich und die mussten einfach, weil die fliegen ja quasi auf meiner transparenten Drehscheibe hier. Genau. Gleich mal vorab, was man beachten sollte beim Stempeln. Die Stachel sollte an der Hummel bzw. Biene, je nachdem was es ist, dran sein. Nicht so wie bei mir, der schwarze Streifen zu weit nach hinten, dann ist der Stachel so in der Luft, sondern so wie hier, sieht man den Unterschied, da ist noch ein gelber Streifen direkt dran. Ja, für die Karte brauchst du Farbkarton in 14×28 cm, ein Stück Designerpapier in 14×8 cm Höhe, Klarsichtfolie und weißen Farbkarton für innen in 13×13 und dann noch Zierelemente für das, was man hier oben aufklebt und für den Spruch vorne drauf. Und das geht auch wirklich ganz flott. Ein bisschen gucken. Also hier nochmal das Stempelset gezeigt, total niedlich. Biene oder Hummel kann man beides machen, heißt mir, ich für meine Grummelhummel, das war der Grund, warum ich das haben muss. Ich habe ja auch so eine Grummelhummel im Haus. Oder für eine fleißige Biene und ganz viel zum Verzieren, diverse Gesichtsausdrücke. Super schön das Set. Ja, mein Farbkarton wird an der langen Seite bei 28 bei 14 gefalzt. Wo ist mein Falzbein? Dass man eine quadratische Karte von 14×14 hat. Dann kann man auch schon innen das Element aufkleben. Das ist 13×13. Ich fand das diesmal ein bisschen schöner. Normal habe ich nicht so viel Rand. In diesem Fall wollte ich ein bisschen mehr Rand haben. So. Und da steht schon in die Karte innen drin reingeklebt. Dann hat man das auch schon mal weg. Und zwar mit ungefähr 5 mm Abstand zu allen Seiten. So. Das ist innen. So. Dann habe ich aus der Klarsichtfolie von Stampin' Up mit dem drittgrößten Kreis von den Büttenrandkreisen hier so einen Kreis ausgestanzt, am besten zweimal durch die Kugelmaschine. Dann einmal so ein bisschen sauber machen. Und die passt hier nämlich ganz gut drauf. Da bleibt rundherum ein bisschen Luft, was auch ganz gut ist. Das zeige ich gleich, wofür wir die Luft brauchen. Dann das Stück Farbkarton, nicht Farbkarton, Designerpapier. Das kommt nämlich hier oben drüber. Und damit ich das hier an den Seiten festkleben kann, sieht man, brauche ich hier ein bisschen Luft, weil sonst kann ich es nur unten festkleben, das wäre mir ein bisschen zu wenig. Und deshalb immer den Kreis kleiner wählen als das Kartenformat. Dann
muss ich ja irgendwie so ein Loch hier reinstanzen. Das ist das Schöne bei diesem hier. Da ist nämlich das alles schon so auf der Stanzform vorgegeben, dass die Löcher da gleich mit ausgestanzt werden. Das geht hierbei nicht, aber das ist überhaupt kein Problem. So, ich fange hier mit meinem Designerpapier an und nutze dafür, weil ich gerade zu faul bin, mein Lineal rauszuholen, das gute Karopapier. Mache mir hier eine Markierung. So. Jetzt mache ich mir hier eine Markierung. Ich nehme doch das Lineal. Geht aber auch mit dem Karopapier. Mache mir hier eine Markierung bei 7 cm. Dann nutze ich doch mein Karopapier. Lege das hier an. Hier oben bei 8, hier bei 14. Und lege mein Lineal hier auf die 7 cm. Und da sehe ich dann ja auf dieser Seite auch genau, wo das ist, 1 cm tiefer. Mache mir hier auch eine Markierung. Und jetzt kann ich das hier auch ganz einfach ausrichten nochmal. So, dass ich hier ein Kreuz habe. Das ist die Rückseite vom Designerpapier, ganz wichtig. Da habe ich mir jetzt, ja, sieht man, ein Kreuz drauf gestanzt. Dann nehme ich den Aufhebhelfer, und zwar die Spitze, dieses Spitze, keine Ahnung, wie das heißt. Und mache damit hier mein Loch rein. So, jetzt ist das auf dieser Seite, dass es so rausguckt, das will ich nicht haben, also mache ich es von dieser Seite auch nochmal und mache das Papier einmal so ein bisschen nach innen, drehe das so ein bisschen und dann sieht das so rum aus. Aber ich wollte halt nicht auf der Vorderseite die Markierung machen. So, jetzt muss das Loch aber auch noch auf die Drehscheibe. Ich mache das so, ich lege sie mir hier drauf, gucke, dass der Abstand überall, das sind ungefähr 5 mm, würde ich mal schätzen. Boah, 7 ungefähr gleich ist. Und lege dann mein Stück Designerpapier da drüber. So, und richte das auch unten und seitlich an den Kanten vom Farbkarton aus. Das Designerpapier ist 1 cm höher, damit ich hier genug Platz habe, um das Loch zu stanzen. Und jetzt halt, stanze ich nicht durch das Ganze durch, hebe ich die Klarsichtfolie und das Designerpapier an. Ganz vorsichtig, das ist nicht verrückt, so wie bei mir gerade. Dann lege ich es lieber nochmal an. Gucke, dass meine Abstände gleich sind. Gut festhalten. Einmal den Farbkarton darunter weg. Auf meine Unterlage gelegt. Und dann durch das Loch vom Designerpapier steche ich jetzt einmal kräftig durch, muss man ein bisschen Kraft aufwenden und habe dann hier mittig mein Loch auf der Drehscheibe. Das kann ich dann hier einmal festhalten und gucken und dann sehe ich, bei mir geht es hier direkt nämlich dran und die ist gleichmäßig vom Abstand schön rund. So, das mache ich jetzt noch mal so ein bisschen größer, das bohre ich hier noch mal so ein bisschen nach. Muss gar nicht viel sein. Oh, doch, ein bisschen mehr hätte ich schon. So. Damit da gleich hier diese Spreizklammern reinpassen. Die sind auch bei Stampin' Up! Im Jahreskatalog drin. Kann man wirklich für echt viele Sachen verwenden. Finde ich ziemlich klasse. Dann wollen meine Hummeln da drauf. Beziehungsweise in diesem Fall doch, es sind auch Hummeln. 3 habe ich schon mal fertig gemacht. Eine habe ich noch. So, ich zeige das hier nochmal. Ich habe erst mit Gelb gestempelt, Osterglocke in diesem Fall. Einmal. Und dann mit dem zweiten Stempel in Memento darüber gestempelt. So, kann ich auch hier außen zeigen. Also erst das vollflächige und anschließend die Stacheln und die Streifen drüber. Das ist so ein Two-Step-Stempel. Und dann habe ich die Gesichter noch überall aufgestempelt. Fehlen noch die Flügel und die kleinen Antennen. Die habe ich auch aufgestempelt.
Und dann alles nacheinander mit der Handstanze ausgestanzt. Da könnte man auch Herzen machen. Ich dachte auch erst, das hier sei einfach so ein kleines Zusatzherz. Das funktioniert nämlich auch hervorragend für dieses Herz hier. Kann man als Herz nehmen, kann man als Hintergrund für die kleinen Antennen nehmen, aber es passt auch exakt dafür. Und dann muss ich das jetzt noch zusammenkleben. Dafür nehme ich die Glue Dots. Die Flügelchen gehen ja nicht bis ganz unten. Und genau diesen Teil setze ich hier auf den Glue Dot drauf. Ich sage mal, manchmal habe ich ein bisschen Schwierigkeiten beim Abziehen, aber wenn man erstmal eine Handvoll Hummeln gemacht hat, geht das reibungslos. Und klebt die von hinten hier hinter. Ich hatte es auch mit Flüssigkleber am Anfang versucht. War jetzt nicht so meins, weil der Flüssigkleber überall rausquillte. Das fand ich nicht so schön. So, deshalb die Glue Dots. Die Flügel habe ich vorne drauf geklebt, den Glue Dot. Genau dasselbe ist hier. Wo ist es? Die kleinen Antennen. Aber die setze ich nicht ganz drauf, weil sonst verschwindet da einfach zu viel von. Sondern quasi nehme ich nur so ein Viertel von dem Kreis. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich male das mal nach. Ah, gucken wir mal. Ah. Also quasi nur die Spitze wirklich auf den Glue Dot, dass der Rest vom Glue Dot noch frei ist. Kann man trotzdem ganz gut ab. Hier sieht man, dass er so... Ne, da sieht man es nicht. Hier sieht man es besser. Dass der Glue Dot halt noch zu 3/4 rausguckt. Und das setze ich dann auch von hinten an meine Hummel. Ich mache das nochmal kurz ab. Was anderes zeigen. Sonst wäre, wenn ich das ganz drauf gesetzt hätte, wären diese Antennen viel zu tief. Das will man ja nicht. So. Und damit hat man auch schon die kleinen Hummeln fertig. So, die müssen jetzt noch hier drauf. Ich finde das eine ziemlich niedliche Kartenidee. Und auch mit den Hummeln total süß. Geht auch eigentlich recht fix, finde ich. Muss gucken, dass man Motive hat, die nicht zu groß sind. Das zeige ich gleich, woran das liegt. Oder warum das nicht so sein sollte. Dann dreht die Karte sich nicht. So, dann setze ich hier hinten doppelseitiges Klebeband drauf. Weil auch hier möchte ich nicht unbedingt mit Flüssigkleber rumschmieren. Das kleine Herz, da guckt immer noch der kleine Glue Dot ein bisschen raus. Der klebt gleich auch noch mit. Dann ist das auch gut verankert. Ich lege meine Drehscheibe vor mich und setze meine Hummel hier drauf. Und zwar so, dass das gesamte Element auf der Drehscheibe ist. Würde ich es drüber haben und hier drehen, würde es hier an den festgeklebten Rand vom Designerpapier stoßen und ließe sich nicht weiter drehen. Deshalb ganz wichtig, nur auf der Drehscheibe. So, ich habe auch alle 4 Gesichtsausdrücke verwendet, die einfach so niedlich sind. Drehe dann hier meine Drehkarte um ein Viertel und klebe hier die nächste Hummel auf. Oder Biene, wie man möchte. Das Tolle an dem Stempeln ist, sie können halt in beide Richtungen fliegen. Ja? Je nachdem, das ist so schön rund. Die können also so rum nach links gucken oder nach rechts gucken. Das finde ich ziemlich cool daran. Na. Und wieder um ein Viertel gedreht. Die nächste Hummel. Hier ist mir jetzt wieder passiert, dass das Klebeband zu weit rüber ist. Das ist aber überhaupt kein Thema. Jetzt nehme ich einfach und knicke es hier um. Dann ragt es auch nicht drüber hinaus. Und die letzte Vierteldrehung und die krummelig guckende Hummel darf auch mitreißen. So, ordentlich festdrücken und einmal kurz beiseite legen.
Jetzt kommt das Designerpapier. Auf die Rückseite nehme ich die Schaumstoffklebestreifen. Oder für die Rückseite nehme ich die Schaumstoffklebestreifen. Und zwar in diesem Fall Schere. Weil der Bogen noch ganz frisch ist, nehme ich auf den Rand, den kann man nämlich auch verwenden. Und der ist tatsächlich nochmal, würde ich fast behaupten, ein ganz bisschen schmaler, was sich hier wirklich gut anbietet. Dann ich lege mir das hier einmal hin, gucke, dass ich meine passende Breite habe. Und ganz wichtig, wirklich an den ganz äußersten Rand kleben. Das ist ganz wichtig, sonst stößt das Drehrad dagegen und es lässt sich nicht drehen. Einmal die lange Seite. Wenn man diese Elemente jetzt schon verbraucht hat, diese schmalen Außenkanten, ist das kein Thema. Bei der Karte habe ich es mit den normalen in der Mitte gemacht. Aber das ist wirklich nur ein Millimeter vielleicht Unterschied. Und auch hier wieder darauf achten, ganz an die äußerste Kante. Hier sehe ich gerade, ich habe es ein bisschen zu weit geschnitten. Das ragt ein bisschen drüber. Das möchte ich nicht. Ist aber kein Thema. Man kann das hier einfach von oben einmal reinschneiden und ganz leicht noch abziehen. Solange man es noch nicht ganz fest gedrückt hat, ist das überhaupt kein Thema. So. Und diese Seite auch noch. Gucke ich mal, dass ich es diesmal gleich richtig mache. Das ist nämlich jetzt breiter als die kurze Seite unten, sehe ich gerade. Aber wie gesagt, die Streifen sind alle machbar, wenn man das Rad dementsprechend wählt. Und wie gesagt, bei mir der drittgrößte Kreis. So, jetzt drücke ich die hier einmal kräftig fest. Meint es da ein bisschen festkleben zu müssen. So. Und bevor ich das jetzt festklebe, aber einmal hier zum Reinschieben, man sieht, man kann das schon mal ausrichten, das Loch von meinem Drehkreis, und man sieht ja noch die Bleistiftzeichnung darunter, passt, hat Luft, stößt nirgendwo an, alles richtig gemacht. So, in dem Fall nehme ich eine von den weißen und ich gucke mal, dass ich eine von den ganz kleinen hier nehme. Also es gibt welche so mit so einem kleinen runden Kopf oder mit einem quadratischen Kopf in weiß und schwarz. Und tättle das einmal durch mein Designerpapier ein und durch meine Drehkarte. Wenn das Loch zu groß ist, könnte es sein, dass die kleinen Spreizklammern durchrutschen. Dann einfach eine von den größeren nehmen. Die werden dann nämlich hinterher hier von dem Spruch getarnt. So, jetzt ist meins hier wieder rausgerutscht. So, jetzt achte ich darauf, dass ich auf der Rückseite die Spreizklammern zur Seite mache. Wenn ich sie nämlich so nach oben drehen würde, würde man sie hier auch schon mal ganz gerne sehen. Ich zeige das mal. Ja, da guckt sie so ein ganz bisschen raus, deshalb hier an die Seite. Was ich auch mache, ist sie nicht ganz fest drücken, so dass da noch ein bisschen Spiel ist, damit sich das gut drehen lässt. So, und hier meine ist jetzt hochgerutscht. Das drehe ich mal wieder zurück. So. Und dann brauchen wir das jetzt nur noch vorne auf die Karte zu kleben. Einmal gucken, wo ist mein Farbkarton drin, mein Beschriftungsfeld. Und ich merke, ich habe was vergessen, aber diesmal rechtzeitig. Wir wollen ja noch Hintergrund gestempelt haben. Ich habe mich für die kleine Blüte entschieden. Hier habe ich dieses lustige Wabenmuster genommen. Ton in Ton da. Hier möchte ich lieber ein bisschen Farbe haben. Das heißt, ich nehme die Vorderseite meiner Karte und bestempel die obere Hälfte einfach damit. Da setze ich jetzt meine Blumen ganz wild drauf. Und damit ich nicht den Stempel drehen muss, drehe ich meine Karte
damit die Blütenblätter nicht alle in einer Richtung ausgerichtet sind. Das fällt jetzt bei denen hier vielleicht nicht so auf, aber hier bei dem Blütenmuster sieht man das ganz gut. Bei dem Blütenmuster, hier bei dem warmen Muster. Nicht so in der Blüte drin. So, einmal schnell den Hintergrund. Wie gesagt, man braucht nur die obere Hälfte. Unten ist ja das Designerpapier davor. Nun aber, einmal kontrollieren, ob man weit genug gestempelt hat. Habe ich. Und dann kann ich hier die Klebestreifen abnehmen. Ja. Ich lege meine Karte mal gerne flach hin und richte es hier an der Faltlinie und an der unteren Kante aus und gucke, dass das wirklich Kante auf Kante ist. Drücke die 3 Seiten an. Wenn die hier manchmal so festhaken, so wie hier gerade, mache ich das, dass ich hier einmal so ein bisschen hochziehe. Und dann laufen sie wieder perfekt darunter her. Das kommt, weil halt was draufgeklebt ist. Hier ist es einfach gestempelt, nicht nur einfach, ist sehr schön gestempelt. Aber da kann ja natürlich Stempelfarbe kann nicht überstehen. Hier mit dem Papier kann es natürlich darüber kommen. So, und damit die nicht einfach nur so auf ihrer Blütenwiese fliegen, habe ich noch einen Spruch dazu gestempelt. Dafür habe ich die Büttenrand-Rechtecke und zwar die beiden inneren Stanzelemente genommen. Von dem Farbkarton von der Karte ist noch was über. Da habe ich das größere genommen und dann Du bringst mich zum Schwärmen aufgestempelt. Und diese kleine Flugbahn, hier gut zu sehen, habe ich damit in Limette farblich passend hier zum Gras dazu gestempelt. Das beides klebe ich jetzt einmal aufeinander. So. Und man kann das jetzt, das mache ich diesmal, mit ein bisschen Abstand draufkleben. Hier habe ich es flach drauf geklebt. Dafür habe ich nur die beiden Seiten und die untere Kante mit Kleber versehen, weil hier oben das Rad, diese Spreizklammer ist, die wollte ich lieber nicht festkleben. In diesem Fall mache ich es dann mit Abstandklebis. Die klebe ich auch nur einfach auf die 4 Ecken. Man kann das hier oben auch rausgucken lassen. Also ich könnte das auch hier einfach so mittig draufsetzen. Finde ich jetzt, ganz ehrlich, in diesem Fall mache ich das, weil dieses weiße Element fast nicht auffällt. Hier hatte ich ein großes weißes Element. Das gefiel mir nicht, weil das auch so mitten auf so einem Honigtopf war. Deshalb habe ich es da überklebt. Das kann man also wirklich machen, wie es einem gefällt. Hier fällt die Spreizklammer nicht auf und dann setze ich das hier unten einmal mittig drauf. Hier finde ich das auch sehr schön, dass man dann die untere Honigtopfreihe sieht. Und hier bei den Blüten ist das nicht so schlimm. Die sieht man überall. So. Ja. Das ist meine Drehkarte. Kartentechniken A bis Z. Heute D. Und Case. Copy and share everything. Teile und kopiere alles. Das habe ich gemacht. Ja. Wie gesagt, ich verlinke dir gleich das Video von Angela. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns beim anderen Video. Bis dann, deine Annalena. Tschüss.